Was kostet die Liebe eigentlich wirklich? In dieser Analyse tauchen wir mal richtig tief ein und schauen uns an, wie die unsichtbaren Kräfte von Markt und Technologie unsere intimsten Beziehungen von Grund auf verändern. Fangen wir doch mal mit einem ganz direkten Vergleich an. Links ein alter jüdischer Ehevertrag, da geht's knallhart um die Finanzen, was der Mann der Frau schuldet, wenn's zur Scheidung kommt. Ziemlich nüchtern, oder? Und rechts daneben die moderne Version. Da geht es nur noch um Gefühle, um ein warmes Zuhause, um gegenseitige emotionale Unterstützung. Das wirft natürlich die Frage auf, wie zur Hölle sind wir von A nach B gekommen? Von der Liebe als Geschäft, als Transaktion hin zu Liebe als etwas fast schon Spirituelles, als Transzendenz. Dieser Wandel ist gewaltig. Also lasst uns mal reinschauen, wie die Gesellschaft das mit unseren Beziehungen so angestellt hat. Erster Punkt, als die Liebe zum Markt wurde. Stellt euch vor, wir reisen mal so 100 Jahre zurück. Damals verließ die Partnersuche nämlich buchstäblich das Haus. Raus aus dem Salon der Familie und ab auf den öffentlichen Marktplatz. Oder besser gesagt, ins Kino. Früher gab es das sogenannte Calling. Ein Mann kam zu Besuch, die Familie war dabei, alles war total geregelt. Und dann plötzlich kam das Dating. Man ging aus. Romantische Treffen waren auf einmal eine Möglichkeit, Geld auszugeben in der boomenden Freizeitindustrie. Statt im Wohnzimmer traf man sich im Kino, im Restaurant oder in Tanzlokalen. Und das ist der springende Punkt. Die Partnersuche war plötzlich untrennbar damit verbunden, Geld auszugeben. Ein Date musste man sich leisten können. Die Liebe selbst hat also angefangen, nach einer neuen wirtschaftlichen Logik zu funktionieren. Romantik wurde im Grunde zu einem Konsumakt. Okay, zweiter Punkt. Das kapitalistische Herz. Denn diese neue Logik des Marktes, die blieb nicht einfach in unseren Geldbörsen. Nein, die ist viel tiefer gesickert, direkt in unser Selbstverständnis. Und damit hat sie etwas Neues geschaffen, das neoliberale Selbst, inklusive ganz neuem Druck und ganz neuen Ängsten. Soziologinnen wie Eva Illouz sprechen hier von neoliberalem sexuellem Kapital. Klingt kompliziert, meint aber im Grunde, unsere Attraktivität ist nicht mehr nur Privatsache. Sie wird Teil unserer allgemeinen Marktfähigkeit, fast so wie eine Fähigkeit im Lebenslauf. Man arbeitet daran, man optimiert sie. Dieses Zitat hier bringt es perfekt auf den Punkt. Freizeit, unser Online-Ich, unser Liebesleben, nichts davon ist mehr wirklich getrennt von unserem Berufsleben. Alles, wirklich alles, ist Teil des Aufbaus unserer persönlichen Marke. Eine 24/7-Produktion des eigenen Ichs. Und die Folgen davon sind echt heftig. Wir sollen dieses ganze Selbstbranding am besten auch noch genießen. Und weil alles eine Frage der persönlichen Entscheidung ist, fühlt sich eine Abfuhr total persönlich an. Es ist nicht mehr so, dass die Umstände nicht gepasst haben. Nein, es fühlt sich an, als würde dein ganzes Ich-Projekt, deine Marke, einen riesigen Stempel aufgedrückt bekommen. Abgelehnt. Dritter Punkt, Gamifying Intimacy. Und als ob das alles nicht schon genug wäre, kam die Technologie und hat diesen ganzen Trends einen Turbo verpasst. Die digitale Beschleunigung landete direkt in unseren Händen. Bevor wir jetzt aber zu den Apps kommen, müssen wir kurz 2 Drehbücher für Intimität verstehen. Auf der einen Seite das traditionelle Dating, bei dem es um emotionale Nähe geht, und auf der anderen Seite der moderne Hookup, bei dem es um sexuelle Intimität ohne jegliche Bindung geht. Das sind 2 komplett verschiedene Paar Schuhe. Und genau da haben Apps wie Tinder angesetzt. Die haben das Dating nicht einfach nur digitalisiert, sie haben durch die Gamification, also das Spielerische, alles verändert. Das Swipen, wisst ihr, macht die Suche zu einem Spiel mit sofortiger Belohnung. Das Ergebnis ist eine seltsame Mischung. Hookups werden irgendwie strukturierter, während das klassische Dating total locker und unverbindlich wird. Am Ende steht eine neue, hybride und oft extrem verwirrende Form der Intimität. Und damit ihr mal seht, wie gewaltig dieser Wandel ist, schaut euch diese Zahlen an. In nur 6 Jahren hat sich die Zahl der Nutzer in den USA fast verdreifacht. Das muss man sich mal reinziehen. Das zeigt, wie unglaublich schnell diese neue Art der Partnersuche einfach normal geworden ist. So kommen wir zum letzten Punkt, die neuen Regeln der Liebe. Was heißt das jetzt alles für uns? Naja, wir navigieren heute auf einem riesigen emotionalen Marktplatz, einer romantischen Landschaft mit völlig neuen Spielregeln und ja auch neuen Ängsten. Das bringt uns zu einer wirklich entscheidenden Frage, direkt aus der Forschung. Wenn dieses sexuelle Kapital so wichtig ist, bringt es mir dann heute auch im Job was, wenn ich als attraktiv gelte? Verschafft mir das Vorteile, die gar nichts mit Sex zu tun haben? Verschwimmen da die Grenzen komplett?
Viele von uns haben ja den Glauben an die großen Institutionen verloren. Also suchen wir oft so eine Art Erlösung in der Romantik. Aber wie der Schriftsteller Borges es hier so brillant formuliert, wir machen unsere Partner zu Göttern. Und ein Gott, der Fehler machen kann, naja, das führt unweigerlich zu Enttäuschung. Und das ist die ultimative Frage, vor die uns diese neue Realität stellt. Die lässt uns darüber nachdenken, ob überhaupt irgendetwas der Logik des Marktes entkommen kann. In einer Welt, in der wir unser Selbst optimieren und unsere Beziehungen wie ein Portfolio managen, was bleibt da am Ende noch von der freien, der bedingungslosen Liebe übrig?